Den hätte es von Anfang an gebraucht, indem man zum Beispiel Deserteuren hier Asyl gewährt, indem man die innere Opposition damit stärkt, indem man auf diese Oligarchenkaste, die ihn ja unterstützt, Druck ausübt, indem man das Vermögen konfisziert und einen Vizepräsidenten und Ähnliches geben. Aber genau sagen, Frau Rieneck, bitte. Es ist aber genau das, was er will. Und das finde ich hochproblematisch. Und deswegen finde ich auch diese Okay, den Teil unterstellen Sie, aber das ist nicht das, was er gesagt hat. Ne? Man muss fair sein. Aber ich meine, es ist eigentlich egal, wen die Union da hinsetzt. Also mit uns möchten sie ja sowieso nicht reden. Es gibt ja immer noch den Unvereinbarkeitsbeschluss. Die Brandmauer zu uns existiert ja durchaus. Geht's Ihnen darum? Sind Sie beleidigt? Einfach? Ich bin nicht beleidigt, aber ich meine, ich muss doch nicht. Also wir haben doch immer wieder angeboten. Hey Leute, willkommen in der Realität. Heidi Reichineck von den Linken blamiert sich mal wieder komplett, und zwar auf offener Bühne. Sie verdreht Aussagen, unterstellt anderen die absurdesten Dinge, und als Lanz endlich nachhakt, kommt nur noch rechthaberisches Ausweichen. Immer das Gleiche. Die Reichen müssen zahlen, egal ob beim Krieg, bei Oligarchen oder in der Sozialpolitik. Hauptsache Geld wegnehmen. Aber ein Konzept, eine ehrliche Linie, Fehlanzeige. Die Linke verrät sich in dieser Sendung selbst, und Land zeigt das gnadenlos auf. Das ist nicht sozial, das ist ideologisches Theater. Und zwar schlecht gespielt. Auf geht's. Das, was Trump da versucht und sagt, wir müssen das diplomatisch lösen, das ist ja im Grunde genau die Linie Ihrer Partei. Sind Sie da an dem Punkt wenigstens jemand, der ihn unterstützt, oder würden Sie sagen, nee, so geht das dann halt auch nicht? Also wir unterstützen von Anfang an eine diplomatische Lösung, weil eine andere kann es nicht geben. Aber das, was Trump macht, ist ja auf dem Rücken der Ukraine eine Lösung zu basteln, die in seinem Kopf Sinn macht, die für ihn Vorteile bringt und die Interessen der Ukraine überhaupt nicht einbezieht. Ich meine, dass jetzt dieses Bild ein Fortschritt ist zu dem ersten Treffen im Oval Office, das ist sicher richtig. Das ist unbenommen so, genau, ja. Aber auch ich sehe es ähnlich, dass das jetzt noch kein positives Zeichen ist, sondern was wir brauchen, ist eine starke Europäische Union. Die hätten wir von Anfang an gebraucht. Und um Ihre Position da mal zu verstehen, sollte die Ukraine jetzt auf die besetzten Gebiete verzichten und auch auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichten? Ist das der Preis, den Sie sozusagen bereit sein müssen zu bezahlen? Oder wo stehen Sie da? Ich stehe da, dass ich sage, ich bin nicht diejenige, die diese Aussagen treffen kann, weil die Ukraine muss an diesen Friedensverhandlungen beteiligt werden und muss sagen, was sie bereit ist zu tun und was sie dafür erwartet. Das ist doch die Herausforderung. Und das kann nicht ich sagen, das kann auch nicht ein Trump sagen. Ja, mich würde aber trotzdem die Position Ihrer Partei auch dazu interessieren. Wenn man sagt, wir müssen uns bemühen, eine diplomatische Lösung zu finden, dann muss man ja irgendwas auf den Tisch legen. Wären Sie dazu bereit, das auf den Tisch zu legen? Vor der Klammer steht immer, die Ukrainer müssen damit einverstanden sein. Aber im politischen Spektrum Deutschlands ist es natürlich interessant zu verstehen, wo Sie da sind. Ich stehe an der Seite der Ukraine. Ich möchte, dass es endlich Frieden gibt und dass Sie sagen können, unter welchen Bedingungen Sie dafür bereit sind. Und ich bin auch der festen Überzeugung, es braucht mehr Druck auf Putin und auf Russland. Den hätte es von Anfang an gebraucht, indem man zum Beispiel Deserteuren hier Asyl gewährt, indem man die innere Opposition damit stärkt, indem man auf diese Oligarchenkaste, die ihn ja unterstützt, Druck ausübt, indem man das Vermögen konfisziert, indem man beispielsweise auch Initiativen wie von Brasilien, von China aufgreift. Über diesen Druck muss man Putin an den Verhandlungstisch bringen und eben auch dafür sorgen, dass die Ukraine eine gute Verhandlungsposition hat. Aber ich werde nicht diejenige sein, die sich erdreistet und der Ukraine sagt, was sie zu tun und zu lassen hat. Frau Reichineck, freuen Sie sich schon auf Ihren neuen Gegenspieler? Fraktionschef wird ja Jens Spahn. Tja, was soll ich dazu sagen zu Herrn Spahn und gerade zu seinen aktuellen Äußerungen? Naja, also ich finde das schon eine sehr mutige Wahl, jemanden wie Jens Spahn, von dem ich der Überzeugung bin, nach den ganzen Skandalen, gerade auch um die Maskendeals, sollte man eigentlich von sich aus sein politisches Mandat niederlegen. Den jetzt zum Fraktionsführer zu machen, das ist mutig. Gerade auch nach den Äußerungen vor einigen Tagen, dass er die AfD normalisieren will, was wir natürlich massiv kritisieren, weil wir sagen, diese Partei ist eine rechtsextreme Partei. Das hat er so die nicht gesagt, ne? Naja, er hat gesagt, man sollte sie wie eine normale Partei behandeln und man sollte ihnen Ausschussvorsitze und einen Vizepräsidenten und Ähnliches geben. Aber genau sagen, Frau Rieneck, bitte. Es ist aber genau das, was er will. Und das finde ich hochproblematisch. Und deswegen finde ich auch diese Okay, den Teil unterstellen Sie, aber das ist nicht das, was er gesagt hat. Ne? Man muss fair sein. Ich bin immer gern dabei, Leute hart anzugehen. Aber er hat gesagt, dass er
Ausschussvorsitzender, Er wurde erst mal Vizepräsident. gefragt. Genau, Er wurde und er erst hat mal gesagt, dass gefragt. er das gut findet und das ist für mich eine Normalisierung Dann einer hat er Partei. gesagt, ich bin nicht dafür, dass die den Vizepräsidenten des Bundestages stellen. Das ist eine geheime Wahl und das wählen wir so, wie wir das wollen. Und das ist auch gut so, wie das abläuft. Das hat er zweitens gesagt. Und drittens hat er gesagt, was die Ausschüsse angeht, sollten wir sie behandeln wie alle anderen Parteien auch. Und dann sind natürlich auch einige Unionsabgeordnete direkt zur Seite gesprungen. Und ich finde das einfach hochproblematisch, gerade nach dem Dammbruch, nach den Demonstrationen, die wir hatten. Und dann so jemanden da an diese Stelle zu setzen, auch das ist natürlich ein Zeichen. Aber ich meine, es ist eigentlich egal, wen die Union da hinsetzt. Also mit uns möchten sie ja sowieso nicht reden. Es gibt ja immer noch den Unvereinbarkeitsbeschluss. Die Brandmauer zu uns existiert ja durchaus. Geht's Ihnen darum? Sind Sie beleidigt? Ich bin nicht beleidigt, aber ich meine, ich muss doch nicht, also wir haben doch immer wieder angeboten, dass wir für Gespräche bereitstehen. Sag Zum ich Beispiel doch. für die Reform der Verschmähte Liebe. Schuldenbremse. Ja. Und wenn Sie das nicht wollen, also der Ball liegt jetzt bei der Union, also kann es mir herzlich egal sein, wer nicht mit mir reden möchte. Deswegen sage ich kritisiere die Person inhaltlich und für das, was er getan hat Ja. in der Maskenaffäre Dürfen Sie und auch. eben zu seinen Aussagen. Und das ist mein gutes Recht, das werde ich auch weiter tun. Klar. Und Dürfen Sie? genau das mache ich auch mit allen anderen Unions- oder anderen Abgeordneten. Frau Hamann, AfD, Umgang, Union. Ich meine, der Punkt, den Frau Reicheneck macht, ist ja ein Punkt, der gerade viele Leute beschäftigt, nämlich die Frage, ist sozusagen intendiert, ohne es explizit auszusprechen, irgendwann sowas wie eine Normalisierung? Verschiebt man da eine Partei so langsam in homöopathischen Dosen immer weiter nach rechts? Und was würde das dann im Zweifel bedeuten, wenn man im Kopf hat, dass Demokratien ja heute nicht mehr unbedingt mit dem großen Knall sterben, sondern still und leise an der Wahlurne? Wir haben gerade über Amerika gesprochen. Ja, also ich finde, Herr Spahn ist ein Treiber bei diesem Thema. Also das ist schon, er ist auch einer, der auf gewisse Weise Grenzen verschiebt, provoziert. Das ist auch für ihn eine Form der Profilierung. Also er ist ja mit diesen Wortmeldungen auch bei uns Medien immer gern genommen. Also er ist ja immer der Schlagzeile wert. Egal, ob er Ahnung hat oder nicht, das fasziniert mich. Der ist immer zu allem irgendwie in den Medien gewesen, ja. Ich frage mich, ob er, und da liegt natürlich auch die Gefahr für Friedrich Merz, weil er sich natürlich mit dieser Person so, um ihr neues Lieblingstier zu bemühen, quasi die Tüpfelhyäne der CDU, CSU, an diese wichtige Position gesetzt hat. Das finde ich jetzt, also dadurch, dass ich Hyänen so mag, finde ich das sehr schwierig. Mit einer Hyäne, aber gut. Also er ist auf jeden Fall der das Scharnier ja sein muss zwischen Kanzleramt und Fraktion. Und er muss die Mehrheiten für die Vorhaben der Regierung organisieren. Und in diesem Vertrauensverhältnis, also das muss sich, glaube ich, zwischen den beiden erstmal etablieren, weil er eben eine disruptive Kraft ist in der Union und immer wieder für diese Grenzverschiebung steht. Ich glaube auch, dass diese AfD-Äußerung bei weitem nicht bei allen in der Fraktion sehr gut ankam. Er ist ohnehin nicht so, ich bin gespannt auf sein Wahlergebnis als Vorsitzender, weil so super beliebt ist er jetzt auch nicht. Ich glaube, es ist eher so, dass er akzeptiert ist oder respektiert ist, weil er diese Außenwirkung hat. Ja, und weil er einfach eine starke Figur zum Profi ist. Ja, das ist Also, das ist alles aber viel Liebe ist da nicht. Frau Herr Dies, Sie sagen, man sollte das so machen. Man sollte die behandeln wie eine andere Partei. Ich finde, halt, im Rückblick muss man sich fragen, hat die Ausgrenzung funktioniert oder nicht? Ne? Ja. Die AfD ist ja trotz dieser wirklich, und die Ausgrenzung war schon massiv von Medien und auch im Sprachverbot praktisch. Und letztlich muss man sagen, hat sie nicht funktioniert. Ne? Nach 10 Jahren Wachstum für die AfD. Und man muss zumindest mal überlegen, und dann beschweren wir uns, warum die AfD so stark ist in Social Media, weil sie zu den normalen Medien natürlich überhaupt keinen Zugang hat und so. Und ich glaube, eine inhaltliche Diskussion würde vieles entlarven der AfD. Ne? Da ist ja nicht so viel Substanz. Wie Aber die ist ja längst da, die inhaltliche Diskussion. Das muss man wirklich sagen. Ich finde, Sie haben recht bei der Ausgrenzung in der frühen Phase der AfD. Aber daraus jetzt den Schluss zu ziehen, in der jetzigen Phase, wo diese Ausgrenzung meiner Meinung nach berechtigt ist. Ich finde auch das Wort Ausgrenzung da ein bisschen schwierig. Okay. Letztlich ist es auch die freie Wahl der Abgeordneten. Wollen wir jemanden zum stellvertretenden Vorsitzenden wählen, der aus dieser Partei kommt, ja oder nein? Und dann zu sagen, wir haben eine Partei, die bundesweit unter Extremismusverdacht steht und dann zu sagen, jetzt müssen wir die aber trotzdem, dürfen wir die nicht ausgrenzen, das finde ich, da liegt ein gewisser Widerspruch. Genau, aber ich möchte noch mal betonen, eine AfD bekämpft man mit einer guten Sozialpolitik, weil Sie haben ja absolut recht, man muss erstens inhaltlich stellen. Lass uns einmal über die reden, bitte. Genau. Ja, jetzt Wohnungen. Ja. Eines ihrer ganz zentralen Themen war, Linkspartei, also abgesehen jetzt von Ihrer Rede, man sieht das auch, das ist wirklich interessant. Sie sind aufgestiegen wirklich zum Politstar nach dieser Abstimmung von Union mit der AfD. Und da sieht man das richtig, wie Sie in diesen Beliebtheitsrankings nach oben gehen. Das war eine ganz bemerkenswerte Rede, haben Millionen Menschen gesehen. Sie sind auf TikTok, glaube ich, ein wirklicher Star. Ich lasse mir das immer wieder sagen, dass Sie gerade junge Menschen besonders erreichen. Ich habe aber die
sozusagen das Narrativ von Frau Reicheneck steigt auf zur beliebtesten Politikerin Deutschlands. Aufgrund dieser Rede habe ich nie geglaubt. Ich auch nicht. Ich hatte immer das Gefühl, das hat was damit zu tun, dass Sie eine Sache sehr klar adressiert haben, nämlich die Wohnungsnot und das Thema Mieten in deutschen Innenstädten. Und ich würde gerne mal von Ihnen wissen, wie Sie das eigentlich machen wollen. Was ist Ihr Plan? Wenn ich das richtig verstanden habe, wollen Sie ja den bundesweiten Mietendeckel. Mieten sollen 6 Jahre nicht erhöht werden dürfen. Danach gibt es harte Obergrenzen für Mieterhöhungen. Das ist das Thema. Ja, also ich möchte Ihnen einmal zustimmen. Ich glaube auch nicht, dass meine Rede der Grund für den Erfolg meiner Partei ist, sondern es hat sicher eine Rolle gespielt, aber es waren vor allen Dingen die Zehntausenden Genossinnen und Genossen, die an den Infoständen waren, an den Haustüren, die Sozialberatung angeboten haben. Und das war die Basis. Und ich habe meinen Teil getan. Mit der AfD, ich habe meinen Teil dabei auch getan, natürlich. Aber das ist die Basis, dass wir diese sozialen Themen angesprochen haben, wo ich einfach eine riesige Leerstelle sehe. Genau. Und dazu gehört eben die Miete. Und wir haben uns dieses Thema ja genommen, weil so viele Menschen uns gesagt haben, dass sie sich die Miete einfach nicht mehr leisten können. Ja, dass sie aus ihren Wohnungen verdrängt werden und so weiter. Und wir haben gesagt, wir müssen was dagegen tun. Und diese Entwicklung, da braucht es Konzepte. Und ein Konzept ist der Mietendeckel. Und der hat hier in Berlin funktioniert. Und ich weiß, Sie sagen jetzt sofort, das Bundesverfassungsgericht hat den kassiert. Ja, weil er nur auf Landesebene durchgesetzt wurde. Er muss auf Bundesebene beschlossen werden. Das kann man machen und das fordern wir. Das kann man machen, aber und Sie sagen, das löst das Wohnungsthema in Deutschland? Nein, nicht allein. Das wäre ja vermessen. Und das wird uns immer wieder vorgeworfen. Aber wir wollen natürlich zum einen, dass jetzt erstmal akut bei diesem überhitzten Markt, wo immer mehr Miete erhöht wird für Rendite, dass da erstmal ein Stopp kommt. Der betrifft übrigens meine Vermieterin in Osnabrück und Berlin nicht, weil die faire Mieten verlangen. So, also nur mal dazu. Wir wollen aber auch massive Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Dass zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten ganz viele kommunale Wohnungsbaugesellschaften verkauft worden sind. Das hat ja auch dazu geführt, dass diese Preisexplosion stattgefunden hat. Da wollen wir investieren. Genau, lass uns nicht alles gemeinsam machen. Das Problem oder der Befund ist ja auch klar. Wir müssen einen sozialen Wohnungsbau, da müssen wir deutlich härter ran. Mich würde die Sache mit dem Mietendeckel noch mal interessieren. Bundesweiter Mietendeckel. Sie sagen, 6 Jahre soll die Miete nicht erhöht werden. Was heißt denn das dann? Wer verdient denn dann damit noch Geld? Und wen treffen Sie damit eigentlich? Gerade verdienen ja wirklich einige wenige wirklich verdammt viel Geld damit. Und das Wer denn? Naja, Großkonzerne wie Vonovia zum Beispiel. Und ich sage noch mal, wir haben im letzten Jahr 1 Milliarde Verlust gemacht. Diesen Mietendeckel, der ist ja nicht bundesweit gleich. Im Jahr davor 7 Milliarden? Nur um das einmal deutlich zu machen, dieser Mietendeckel ist ja nicht bundesweit gleich. Genau, aber Sie wollten ja von mir 1 Milliarde Verlust gemacht. Aber Sie wollten ja von mir wissen, wie ich mir diesen Mietendeckel vorstelle. Die verdienen so viel Geld. Ja, natürlich. Verlust und abschreiben kann man viel, aber die AktionärInnen kriegen trotzdem ihr Geld ausgezahlt. Also es ist ja nicht so, dass dieser Konzern jetzt irgendwie krankt. Also auch wenn Sie beispielsweise, wenn Sie hier in Berlin eine große Anzahl von Wohnungen erwerben, müssen Sie nicht die entsprechenden Steuern zahlen, die ich zum Beispiel bezahlen müsste, wenn ich eine einzelne Wohnung erwerbe. Da gibt es wunderbare Steuertricks. Wir reden über Mietwohnungen, darüber könnte man Frau auch Reicheneck. reden. Wir reden über Mietwohnungen. Wie viele Mietwohnungen gibt es in Deutschland? Aber Sie müssten mich vielleicht schon mal eine Sache zu Ende erklären lassen. Ich will Ihnen aber helfen, sich nicht im rhetorischen Unterholz zu verlaufen. Sie müssen mir nicht helfen, wenn Sie mich fragen, entschuldigen Sie bitte, aber wenn Sie mich fragen, wie mein Mietendeckel aussehen soll von meiner Partei, dann müssen Sie mir auch die Chance geben, das zu erklären. Das haben Sie ja erklärt. Genau, Sie haben aber gesagt, für 6 Jahre. Und ich erkläre Ihnen, ja, der wird für 6 Jahre festgelegt, aber er ist nicht bundesweit gleich, sondern er wird vor Ort festgelegt und angepasst an die dortigen Mieten und wird angepasst natürlich an den Zustand der Wohnung und so weiter. Weil hier kommt immer so ein bisschen das Gefühl auf, wir wollen jetzt irgendwie pauschal 5 €. Das ist ja nicht so. Wir wollen ja schon durchaus, dass auch gerade die Leute, die zum Beispiel privat vermieten, die sich da auch an alle Regeln halten, auch faire Mieten aufrufen, die sind davon nicht betroffen. Wer kontrolliert das, Frau Reicheneck? Das ist ein bürokratisches Wahnsinnsmonster, das Sie gerade wieder beschreiben. Wer kontrolliert denn die Mietpreisbremse? Also das ist ja durchführbar. Nochmal ein anderes Thema. Deswegen sage ich nicht eins mit dem anderen die ganze Zeit durcheinander. Naja, aber man legt den fest und dann gibt es da die Mietendeckel. entsprechenden Wohnungsämter. Genau. Und der Mietendeckel ist auf 6 Jahre begrenzt, damit die Mieten nicht immer weiter erhöht werden, so dass die Menschen endlich entlastet werden. Weil es ist doch de facto so. Und auch wenn das jetzt vielleicht nicht die Richtung ist, die sie wollen. Aber die Menschen können sich am Ende des Monats nicht mehr Wohnung und Essen und Heizung gleichzeitig leisten. Da muss man doch was machen. Kein Widerspruch von meiner Seite. Ich will nur verstehen, nochmal das mit dem Mietendeckel. Sie sagen, Sie wollen das sozusagen individuell machen. Sie wollen nicht die bestrafen, die es korrekt machen. Deswegen müssen Sie sich jeden einzelnen Mietvertrag müssen Sie sich anschauen. Genau, es gibt ja jetzt schon einen Mietpreisspiegel beispielsweise. Abhängig von der Es ist ja nicht so, dass wir hier ein Rad neu erfinden. Es gibt ja jetzt schon Mietpreisspiegel, es gibt eine Mietpreisbremse, das funktioniert ja genauso. Man schaut, wie sind die Durchschnittsmieten, welche Mieten sind gerechtfertigt für den Zustand der Wohnung beispielsweise und dann legt man das fest und dann kann man das kontrollieren und dann kann man das melden. Das machen wir jetzt zum Beispiel auch mit unserer Mietwucher-App. Ja, also das ist ja auch ein Grund, warum wir so gut abgeschnitten haben, dass wir den Leuten konkrete Hilfe anbieten. Es gibt ja jetzt den Mietwucherparagraphen, bei über 20% liegt Mietwucher vor, man kann dagegen vorgehen, bei über 50% kann es sogar eine Straftat sein. Und wir helfen jetzt, dass die Menschen dieses Recht
Recht dann auch wirklich in Anspruch nehmen können mit unserem Mietwucherrechner. Nochmal. Also das funktioniert. Nochmal. Wir haben ja jetzt ein Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Darf ich auch mal? Gerne. Mietendeckel. Wie viele vermietete Wohnungen gibt es in Deutschland? Ich habe die Zahl, also können Sie mich abfragen, habe ich jetzt gerade nicht parat, Ungefähr. sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ungefähr. Aber die Hälfte der Wohnungen sind ja Mietwohnungen. So. Die Deswegen, Hälfte? Von? Meines Wissens nach haben wir eine relativ geringe Eigenheimquote. Okay, also Sie reden sehr viel über Mieten und Mietendeckel, aber Sie wissen Genau. nicht, wie viele Mietwohnungen es Ich in weiß es Deutschland gerade nicht, gibt. sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, weil ich nicht jede Zahl parat habe und weil ich heute unter Migräne leide und es mir sehr leid tut, wenn ich dann jetzt diese Schulabfrage nicht beantworten kann. Aber Das die ist ja keine Situation ist ja Schulabfrage, einfach... das ist ja wichtig, wenn doch, Sie über durchaus. Familien- und Sozialpolitik Naja, ich sprechen. rede über die Familien und ich rede über die Situation, in der die Okay. sind. Und die erlebe ich Tag für Tag. Und ich finde, darauf aufbauen muss man auch seine Politik machen. Es ist gerade egal, ob es 10, 20 oder 50 Millionen Wohnungen betrifft. Es betrifft Menschen, Okay. die sich das Wohnen nicht mehr leisten können, die aus ihrem angestammten Raum vertrieben werden. Dann habe ich eine wirklich de Frage, facto. von der ich aber gerne von Ihnen die Antwort haben möchte, weil sie wichtig ist in dem Zusammenhang. Also es gibt ungefähr 45 Mietwohnungen, 45 Millionen Wohnungen in Deutschland, wollte ich sagen, 42, 43. Ungefähr 23, die Hälfte, haben Sie gerade gesagt, sind vermietet. Wie viele von diesen vermieteten Wohnungen halten institutionelle Großkonzerne und wie viele halten Kleinsparer? Was würden Sie schätzen? Ich weiß, dass die Großkonzerne an vielen Stellen nicht diese Masse haben, aber es gibt sie regional geballt. Aber wie viele? Und genau das ist das Problem. Und es sind ja auch nicht nur Großkonzerne, die abzocken. Es sind natürlich auch die Vermieter, die nur eine geringe Wohnungsanzahl haben. So, und die sind natürlich genauso verantwortlich dafür, dass die Mieten immer weiter steigen. Aber nochmal, wie und die viele Mieten der steigen ja vermieteten explizit. Wohnungen in Deutschland gehören Kleinsparern, die damit für ihr Alter vorsorgen? Naja, das Problem ist doch, wenn es Kleinsparer machen, ist doch auch die Frage, auf wessen Kosten machen sie das? Und wenn sie das mit Mieten machen, die deutlich überhöht sind, die an Mietwucher grenzen, dann finde ich das auch problematisch. Und natürlich werden die dann auch vom Mietendeckel betroffen sein. Was schätzen Sie, wie viele? Weil immer das Lied gesungen wird, der bösen Wohnungsmultis. Da gibt es diese Kraken, denen quasi alles gehört, die tausendfach, hunderttausendfach Wohnungen aufkaufen. Wie viel, die wird es auch geben, aber wie viel Prozent der Wohnungen, der vermieteten Wohnungen in Deutschland, der 23 Millionen vermieteten Wohnungen in Deutschland, gehören Kleinsparern? Wie viele? Ungefähr. Ich sage es Ihnen nochmal, es ist kein Unterschied, ob es ein Kleinsparer ist oder ein Wohnungskonzern. Also wenn Mieten sag's abgerufen Ihnen. werden, die die Menschen sich nicht leisten können, die dafür sorgen, dass sie irgendwie aus ihren Wohnungen vertrieben werden, Okay. dann haben wir da ein Problem. Und dann wollen wir Ich sag's dagegen Ihnen, vorgehen. Es sind ungefähr 60%. Das sind Leute, die kaufen sich Wohnungen, nochmal Kleinsparer, weil sie fürs Alter vorsorgen wollen, weil sie im Alter nicht mehr zur Miete wohnen wollen und so weiter. Letzte Frage in dem Zusammenhang, wichtig. Ja, wer im Alter nicht zur Miete wohnen will, holt sich ja eine Wie hoch ist die Eigentumswohnung. durchschnittliche Rendite? Aber jemand, der sich eine Wohnung holt, weil er im Alter nicht mehr Miete die zahlen will, wandeln der das hat ja, dann genau, irgendwann das ist ja eine teilweise andere auch um. Geschichte. Das ist eine andere Frage. Wie Und die hoch ist Frage die ist ja auch so ein Rendite, bisschen- wie hoch ist die Rendite Und ich von finde es- vermieteten Wohnungen im Schnitt in Deutschland? Was würden Sie schätzen? Ich sage Ihnen an dieser Stelle nochmal, die Frage ist ja auch, warum müssen Menschen sich Wohneigentum kaufen? Warum stärken wir nicht die gesetzliche Rente? Also wenn Sie jetzt mit dem Thema kommen, dann erkläre ich Ihnen, dass wir eigentlich eine gesetzliche Rente stärken müssen und dass der Wohnraum Nee. von anderen nicht dazu da ist, damit ich mir irgendwie ein schönes Leben machen kann. Sie Und wir verstehen schon, stehen- worauf ich hinaus will. Ich verstehe, worauf Sie hinaus Sie wollen. aber stellen Sie, einen Mietendeckel so groß ins politische Schaufenster. Und wenn dann der Vorwurf kommt, das ist populistisch, dann sagen Sie, das geht gar nicht. Und dann kommt die große soziale Frage. Ich sage Ihnen gerade, dass 60% derer, die Wohnungen vermieten, sind Kleinsparer. Und weil Sie es nicht beantworten wollen, sage ich Ihnen auch, wie hoch die durchschnittliche Rendite liegt. Irgendwo zwischen 2,5 und 3,5%. Darauf zahlt man Steuern. Das heißt, da bleibt 2, irgendwas Prozent übrig an Rendite. Sind das böse Miethaie, über die wir hier reden? Müssen wir die mit einem Mietendeckel bestrafen? Oder sind Aber das warum? Leute, die, Ich finde es ja die total spannend. tüchtig waren, die gearbeitet haben, die sich eine Wohnung erarbeitet haben, mit sehr, sehr harter Arbeit und die nicht im Staat auf der Tasche liegen, sondern versuchen, es anders zu machen? Sollte man Ich die finde es ja vielleicht sogar total eher spannend. ertüchtigen und belohnen? Oder sollten wir die als Miethaie und als Leute, die dringend mit einem Mietendeckel bestraft werden müssen, diffamieren? Ich finde es total spannend, dass Sie den Mietendeckel als Strafe bezeichnen. Was ist es sonst? Der Mietendeckel ist dazu da, dass diesen ganzen explodierenden Mieten ein Riegel vorgeschoben wird. Er ist nicht dazu da, Aber dafür muss dass man doch Menschen... mehr Angebot schaffen. Ja, das sage ich Ihnen doch. Aber als ich Ihnen versucht habe, das zu erklären, haben Sie gesagt, darüber wollen Sie nicht reden, sondern über den Mietendeckel. Das ist okay. Wenn ich Ihnen sage, dass wir gleichzeitig... Weil Sie einen dass es- 6 Jahre langen Mietendeckel, wenn man den so macht,
Wer soll denn dann noch eine Wohnung kaufen, wenn er eine Rendite kriegt von 2%? Naja, und genau deswegen sage ich Ihnen ja, wir brauchen Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Das gehört natürlich also das mit zusammen. dem Mietendeckel ist gar nicht so gemeint. Natürlich ist das so gemeint, aber es ist nicht die einzige Maßnahme, die wir nutzen wollen. Ich weiß, das wird uns immer vorgeworfen, aber genau deswegen sagen wir, wir brauchen massive Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Wir brauchen die Förderung von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, von Genossenschaften. Wir müssen da diesen Wohnraum schaffen. Es kann nicht sein, dass Mieten einfach ein Teil der Privatwirtschaft werden, wo sich da Leute austoben können, sondern es geht um öffentliche Daseinsvorsorge. Leute austoben können. Ja. Allein diese Ausdrucksweise. Ja gut, aber Was wenn Sie heißt das, sagen, der Mietendeckel ist eine Strafe und alle Menschen sind Sicht eigentlich... der Kleinsparer, ja. Naja, die Wer Frage soll ist da ja, noch investieren? wer ist denn überhaupt davon betroffen und wer sind denn diese ganzen ominösen Kleinsparer, die das jetzt gerade noch sich leisten können Ominöse aktuell? Kleinsparer? Ja. Ich bitte Sie, es ist Ihre Kundschaft. Naja, aber Es ist Ihre Kundschaft. ich finde es total Es ist die spannend. Kundschaft der SPD. Ich finde es total es sind spannend. Leute, die wenn hart ich arbeiten, sich eine kleine Wohnung kaufen und sie dann vermieten, weil ihnen die Politik irgendwann erklärt hat, pass auf, wenn du dich anstrengst und wenn du das machst, dann kriegst du ein paar kleine Abschreibungen und dann belohnen wir dich dafür, dass du Wohnraum schaffst und ihn der Allgemeinheit zur Verfügung Ich finde es stellst. auch total das toll, ist wenn Leute sich eigenen Wohnraum schaffen können, aber er kann das heutzutage noch. Das ist ja die erste große Frage. Und die zweite Frage ist es nicht besser, wenn ich meine Wohnung für mich habe, dass ich keine Miete mehr zahlen muss? Unterstützen wir sehr. Aber es ist die Frage, ist es denn das Ziel, dass jeder von uns noch 3 andere Wohnungen hat, die er vermieten kann? Oder müssen wir vor allen Dingen schauen, wie schaffen wir es, dass alle Menschen in diesem Land einen Wohnraum haben, den sie sich leisten können und nicht die Zahl von Obdachlosen und Wohnungslosen immer weiter steigt? So, und das ist ja ein Problem, was de facto existiert. Und die Lösung ist in meinen Augen eben ganz klar zu sagen, die Mieten müssen eingefroren werden und wir müssen in sozialen Wohnungsbau investieren. Bloß entweder wir denken es zusammen oder wir denken es gar nicht, weil alles andere funktioniert nicht. Die Mietpreisbremse, die es ja aktuell gibt, hat ja nicht funktioniert. Es war ein Versuch, diesen ganzen Markt einzuhegen, das hat nicht funktioniert. Das war das war schon so ein sozialistisches Konzept, das nicht funktioniert hat. Und das funktioniert jetzt offensichtlich das Problem auch nicht. Auch wenn da jetzt eine Schärfe drin ist, die ich ein bisschen sehr hart finde, finde ich, kann man in Berlin ganz gut beobachten, was passiert, wenn man versucht, mit hehren Motiven den Mietmarkt irgendwie für so wirtschaftlich schwache Menschen zu regulieren. Weil es führt dazu, dass die Leute in ihren Wohnungen sitzen und nicht mehr rausgehen. Ja. Und es führt dazu, dass der Markt zementiert wird. Und es führt dazu, dass sozusagen das Bauen auch als Investition komplett unattraktiv wird. Und das ist das Problem, dass es geht zum einen um Leute, die kleine Projekte machen, die nicht halt die riesen Multis sind. Und für die ist wäre ein Mietendeckel hätte eine krass abschreckende und strafende Wirkung. Das ist so. Das macht das komplett unattraktiv. Das heißt, sie nehmen den Leuten oder kleineren Einheiten, kleineren Unternehmen auch jede Motivation zu bauen. Genau. Weil die sagen, was soll ich da dran noch? Da kann ich nichts dran verdienen. Da kann ich noch nicht mal die Zinsen begleichen, die ich für den Kredit brauche, um das Ding zu bauen. Ja, so, und gleichzeitig auf dem Mieten in Berlin ziehst du nicht mehr um, wenn du irgendwie, wenn du nicht gerade irgendwie gekündigt wirst oder weiß nicht. Stirbst so ungefähr. Also dieser Markt ist einzementiert ohne Ende, weil der komplett überreguliert ist. Und Sie versuchen jetzt mit so ausgehend von diesem Großstadt-Berliner Modell so ein One-Size-Fits-all-Ding auf ganz Deutschland zu stülpen, mit einem riesigen bürokratischen Overhead, dass Sie dann irgendwie noch sagen, es soll dann in jeder Stadt noch mal kontrolliert werden, wie man das im Einzelfall macht und so. Und das ist auch der Unterschied übrigens zur Mietpreisbremse, weil da geht es darum, dass sich Mieter individuell wehren können, wenn die Miete zu hoch ist. Aber beim Mietendeckel ist es ja so, dass der Staat sozusagen sichern muss, dass die Miete dann nicht zu hoch ist. Und da braucht man dann die behördliche Kontrolle. Der Staat muss festlegen, in Ihrem Modell, wenn ich es richtig verstanden habe, wie hoch die erlaubte Miete sein darf. Ja, genau. Und das ist halt eine Verkrustung und ein Erstarren dieses wenn da dann nicht der Staat der einzige Wohnungsbauer ist, der übrig bleibt, das würde mich sehr überraschen. Aber wollen wir das in Deutschland? Das wollen wir doch nicht. Bitte um letzte Antwort, weil wir sind schon über der Zeit. Ich finde, wir sollten das bei anderer Gelegenheit auch noch mal fortsetzen. Aber gerne die Antwort. Nein, ich fand es einfach nur sehr spannend, dass Sie jetzt zum einen sagen, wir wollen mit einem Konzept, das wir irgendwie aus Berlin übertragen, bundesweit. Und dann sagen Sie auf der anderen Seite, ist die genaue Gegenkritik, es soll aber angepasst werden. Also eins von beiden kann ich ja nur kritisieren. Also entweder ich finde es schlecht, wenn one size fits all ist, oder ich finde es schlecht, wenn man es anpasst. So, und ich persönlich sehe das wie Sie. Man kann nicht die Situation von Berlin deutschlandweit übertragen, sondern es ist eine Situation, die überall individuell anders ist. Und dieses ganze Thema Mieten ist natürlich nur ein Thema, wo wir ansetzen müssen. Ein weiteres Thema ist eben die Frage nach Wohnungsbau, nach Unterstützung von Genossenschaften der Preis und der Anpassung ist, dass es halt unfassbar kompliziert und bürokratisch ist. Sie schaffen das nur, wenn Sie nicht one size fits all wollen, dann müssen Sie in ganz Deutschland anpassen. Und dann brauchen Sie einen riesen Overhead, um das in ganz Deutschland zu machen. Das ist ja jetzt auch schon. Also die Frage ist doch, wohin wollen wir? Und wem wollen wir Wohnen ermöglichen? Und das wird irgendwie nicht diskutiert.
Aber richtig, wenn Sie und die ändert Zahlen nichts. nicht kennen, wie das funktioniert, wenn Sie nicht wissen, wie der Wohnungsmarkt ist, wie viele Wohnungen es welcher Art gibt. Ich finde, die Befragetechnik war ein bisschen aggressiv, aber in der Sache hat Was Herr Lanz ja was wirklich... meine jetzt, oder was? Ja, ein bisschen. Ich gebe aber auch zu, ich war auf das Thema nicht aber vorbereitet, habe Sie deswegen müssen jetzt doch nicht noch sowas mal die wissen. Zahlen Sie auswendig müssen gelernt. doch wissen, wenn Sie so ein Konzept vorschlagen, wen das dann trifft und wie viel die Leute verdienen, die das trifft. Also ich meine, da müssen Sie sich doch für so ein Ich gebe Konzept... vollkommen wen zu, dass bestrafen ich Sie damit manchmal und wen... an so einem Tag nicht jede Zahl im Kopf habe. Ich habe mir auch gerade vorhin schon erklärt, warum. Manchmal kommt es durchaus vor. Ich bin auch ist nur auch ein nicht Mensch. böse gemeint. Aber das Grundproblem, nee, das ist ja in Ordnung. Ich mache das ja gerne, weil ich finde, das muss man auch mal ein bisschen transparenter machen, dass sowas durchaus möglich ist, dass einem nicht jede Zahl einfällt. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung, weil ich ja grundsätzlich aber ein Konzept habe und weil ich sehe, von wem aus ich das denke. Und ich habe Ihnen ja auch gesagt, wie die Verteilung grob ist und dass ich die Zahlen nicht im Kopf habe, mehr Culpa gebe ich gerne zu, muss ich mich beim nächsten Mal besser vorbereiten, wenn ich weiß, dass das eins der Themen ist, über das wir reden wollen. Okay, Also, Frau aber das Reineck, ist halt so ein bisschen alles die gut. Sache, wo ich sage, es geht doch hier um die Frage, wie kann ich das so gestalten, dass die Menschen hier in diesem Land gut leben können. Und da habe ich sonst noch keine Lösungen gehört. So. Und da verwehre ich mich natürlich gegen so eine Abfragetechnik, ja, auf jeden Fall. Nein, alles gut. Wenn es aggressiv war, tut es mir leid. Wir haben uns alle lieb. War nicht so Ja, das gemeint. ist bei Ihnen ja bekanntermaßen immer so, ja. Es ist nicht persönlich, Frau Reicheneck, wirklich nicht. Geht nicht um Sie persönlich, sondern ich will einfach nur ein paar Dinge verstehen und auch ein bisschen durchdringen. Und das war ja sehr erkenntnisreich. Nichtsdestotrotz bleibt Ihr Befund, dass wir da eine harte soziale Frage haben, die tickt, der ist definitiv richtig. Das ist nicht das Thema. Und deswegen haben Sie auch zu Recht die Zustimmung erhalten, gerade bei jungen Leuten, die das besonders betrifft. Das ist völlig nachvollziehbar. Aber ich wollte einfach nur mal verstehen, wie das dann im Zweifel ausgestaltet ist. Das Tolle ist, wir machen dazu einen Mietengipfel zum Thema Mietendeckel. Gucken wir uns das mal ganz genau an. Ich lade Sie persönlich ein. Gut, wenn ich Zeit habe, bin ich Moderation direkt am Start. Wunderbar. Genau. Also, ich danke Ihnen sehr. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Und da sitzt sie also, Heidi Reicheneck, und will mal wieder alles besser wissen. Keine Selbstreflexion, keine echtes Zuhören. Nur diese ständige linke Überheblichkeit, als hätte sie die Moral gepachtet. Lanz hält ihr ganz klar Fakten und frühere Aussagen hin. Und was kommt? Verdrehung, Rechtfertigung, ein arrogantes Lächeln und ein ideologisches Dauerfeuer. Es geht nicht darum, die Welt besser zu machen. Es geht nur darum, sich moralisch überlegen zu fühlen. Immer der Schrei, den Reichen das Geld wegzunehmen, scheint leichter bei den Linken zu sein, als arbeiten zu gehen. Und alle anderen, die widersprechen, werden sofort in die rechte Ecke gestellt. Das ist keine Argumentation, das ist ein Frontalangriff auf den gesunden Menschenverstand. Diese Frau zeigt in dieser Sendung ganz deutlich, es geht nicht um Lösung, nicht um Dialog, nicht um echtes Verstehen. Es geht nur ums Recht haben, ums Anklagen. Und genau deshalb ist die Linke politisch am Ende. Weil sie sich selbst verrät, weil sie alles bekämpft, was nicht in ihre Weltsicht passt und jeden, der sachlich argumentiert, moralisch abwertet. Lanz hat gespürt und endlich mal nachgehakt. Und was übrig bleibt, war keine starke Frau mit Haltung, sondern ein ideologisches Wrack ohne Substanz. Und genau deshalb muss man solche Auftritte zeigen, weil es eben nicht reicht, einfach nur laut zu sein, um mit den Händen zu fuchteln und immer die gleichen Phrasen rauszuhauen. Politik ist kein moralisches Theaterstück. Es geht um Lösung, um Verantwortung. Und wenn jemand wie Frau Reicheneck meint, man könne alles mit Enteignungen und Schuldzuweisungen regeln, dann muss man auch sagen dürfen, das ist nicht links, das ist schlicht gefährlich. Leute, wenn ihr solche Auftritte genauso entlarven findet wie ich, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt vor allem eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von dieser linken Politik? Ist das noch ernst zu nehmen oder ist das nur noch Ideologie ohne Bodenhaftung? Eure Meinung zählt und sie wird gehört hier unten. Bis zum nächsten Mal.